Herr Wirz, im Laufe Ihres Lebens hatten Sie mehrere Nahtoderfahrungen, die erste als Kind. Wie ist Ihre Erinnerung an diese erste Nahtoderfahrung? Als Kind in den 60er Jahren bin ich bei meinem Paten in den Fischteich gefallen. Und wo ich im Teich war, habe ich geschrien und habe ich nach Luft gerungen. Es kam niemand. Ich habe Mangel gehabt, die Lunge hat mir wehgetan und dann habe ich Wasser geatmet. Nach dem Wasseratmen fiel ich in ein dunkles Loch und ich habe den Körper verlassen und bin dann neben dem Teich, ist ein Park mit Pflanzen, bin da die Steintreppe nach oben gelaufen, habe die Pergola gesehen mit den Weintrauben und wo ich durch diese Pergola gelaufen bin, kam am Ende ein sehr starkes Licht und ich konnte anfänglich die Augen nicht öffnen, es hat mich so stark geblendet. Und dann habe ich dann trotzdem die Augen geöffnet, habe mich richtig gezwungen, die Augen zu öffnen und habe in dieses Licht gesehen und im Licht drin war ein, wie sagt man, Lichtwesen, das strahlte enorme Liebe aus, hat mit mir auch gesprochen, aber ich weiß heute nicht mehr genau, was es gesprochen hat. Nachher lief das Ganze so, dass eine Frau mit dem Fahrrad oben an der Hauptstraße durchfuhr, auf die Arbeit und mich unten gesehen hat im Teich liegen. Sie ist dann nach unten gesprungen, hat mich aus dem Teich gezogen und ich kam wieder zurück. Und wo ich zurückkam, weiß ich nur noch, dass alles so verschwommen war. Ich habe wie durchs Wasser geschaut und die Finsternis ging weg und ich war wieder zurück. Diese Rückkehr zurück in den Körper, wie haben Sie dies erlebt? Es war wieder wie durch ein dunkles Loch und wo es wieder langsam hell wurde, wenn man ein Feldstecher verkehrt an die Augen hält, etwa so war das. Und dann kam langsam die Umwelt wieder und ich sah immer besser, was um mich geschieht und so kam ich wieder zurück. Was für eine Erinnerung haben Sie noch an dieses Lichtwesen? Da ich ja als Kind immer sehr viel Angst gehabt hatte, weil meine Großmutter immer so Geistergeschichten erzählte, habe ich eine so große Liebe da empfunden, was ich vorher nie empfunden hatte. Und zu der Liebe kam noch eine sehr starke Geborgenheit. Und zwar eine absolute Geborgenheit. Am liebsten wäre ich ja da geblieben. Ist Ihnen noch die Gestalt etwas in Erinnerung? War es eine männliche oder weibliche Person oder wissen Sie das nicht mehr? Was die Stimme ja gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Aber die Stimme war eine männliche Stimme und das Gesicht sah ich ganz schlecht. Es hat alles so stark, war das Licht da. Wie alt waren Sie zu dieser Zeit? Ich nehme an, dass das in den 60er Jahren war, Anfang 60er Jahren, da war ich etwa 5 Jahre alt. Meine Schwester ist dann nachträglich in diesem Teich ertrunken und sie kam nicht mehr zurück. Sie haben in den späteren Jahren eine weitere ganz besondere Nahtoderfahrung erlebt. Was war da die Vorgeschichte und was haben Sie erlebt dabei?
Ja, ich war mit 30, 31 eigentlich sehr auf dem Höhepunkt meines Lebens, war Spitzensportler, Kampfsportler, habe Judo gemacht, war in 2 Kampfmannschaften in Baden und Bruck, war beruflich sehr hoch, Bundesbeamter und kam auch in der Gesellschaft sehr hoch rein und stieg immer höher und höher. Und dann eines Tages, wo ich Feierabend hatte, ging ich in ein Restaurant und habe da etwas gegessen, das toxisches Gift enthielt. Ich weiß heute, dass 4 von der Schweiz das gegessen haben. Ging ich nach Hause, musste noch etwas arbeiten und dann fühlte ich mich plötzlich ganz komisch. Bin hingelegen, mein Körper fing überall an zu brennen. Und beim Hinlegen wurde das immer stärker. Und da habe ich gesagt, ja, spinnst du denn eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Und da bin ich aufgestanden, habe in den Spiegel geschaut und mein Gesicht war ganz blau. Und das Weiß der Augen war ganz rot. Und mein ganzer Körper war komplett rot. Bin ich sofort aufgestanden, habe auch Angst gehabt, ich weiß noch gut, ich habe nicht mal mehr die Schuhe angezogen, bin mit den Socken in den Spital gelaufen, der da in der Nähe war. Und sie haben mich in den Notfall getan. Und ich lag da und der Arzt hat gekämpft und die Schwestern um mein Leben. Meine Atmung ging immer schneller. Das Schlimmste war diese Angst. Ja, was ist mit meinen Kindern? Was passiert weiter mit ihnen, wenn ich jetzt sterbe? Und dann war es auch wieder dieser Eindruck, dass alles kleiner wird. Wie wieder, wenn man durch einen Feldstecher oder Fernrohr verkehrt schaut. Es wurde alles kleiner, es wurde dunkel und ich habe noch im letzten Moment noch so zu Gott geschrien. Und dann war es weg. Und plötzlich war ich wieder zurück und dann hat der Arzt gesagt, ja, das ist ja jetzt der 2. von diesem Ort und konnte mir gerade das Gegengift spritzen. Also der 2. von diesem Restaurant, wo das gegessen hat. Der 2. an diesem Ort, der andere hat es an einem anderen Restaurant gegessen. Aha. Das war so in einer Büchse drin Fisch. In dieser Zeit, als Sie bewusstlos waren, haben Sie da eine Nahtoderfahrung erlebt? Das Schlimme war, der Arzt hat mich zurückgeholt und dann kam ich eine große Angst rein. Ich habe immer wieder gedacht, das kommt zurück. Und jedes Mal, wenn ich mich schlafen legte, konnte ich nicht schlafen. Ich traute mich nicht mehr zu schlafen. Also in diesem Spital? Nein, das war schon wieder zu Hause. Aha. Ich habe dann das Licht auf mein Gesicht leuchten lassen, extra eine Lampe gekehrt, das mich ins Gesicht blendet, dass ich nicht eingeschlafen bin und hatte furchtbare Angstzustände. Meine Freunde und Bekannte verstanden mich nicht mehr. Und dann ging ich dann mit dieser Angst zu einem Arzt und der sagte zu mir, er habe einen Mitarbeiter, der Parapsycholog sei. Und dieser Parapsycholog fing dann mit mir an zu arbeiten. Da hatte ich schon lange, lange nicht mehr geschlafen. Und er sagte dann plötzlich zu mir, ja, Herr Wirtz, eigentlich
wenn sie Gott anrufen und sich unter seinen Schutz stellen, dann passiert ihnen sicher nichts, wenn sie jetzt einschlafen würden. Machen Sie doch das heute Abend. Und das habe ich dann gemacht. Bin eingeschlafen und fiel wie durch ein Loch hindurch. Rot, Feuer, alles drehte sich. Und ich kam in einen Raum. Und in diesem Raum saß eine Person an einem Schreibtisch. Das Interessante war, ich kannte diese Person. Sie ist mir früher schon ein paar Mal erschienen. Immer wenn ich große Angst gehabt habe, als Kind, war plötzlich diese Person da und die Angst war weg. Aber das Schlimme an der ganzen Geschichte war, diese Person hat mir alles erzählt von mir. All diese schlimmen Sachen, die ich gemacht habe, wo ich habe doch so stark geflucht, immer beim Arbeiten, in der Freizeit. Im Kampfsport habe ich mich mit kosmischen Kräften verbunden, dass ich gesiegt habe. Und der wusste alles. Das kleinste Detail wusste er. Und ich wusste, dass ich hoffnungslos verloren bin. Und dann sah ich noch, auf der rechten Seite war ein großes Tor. Das war geschlossen. Dieser Raum, saß jemand am Schreibtisch und dort war auch ein Tor, eine große Tür. Ja. Und das Interessante war, es waren keine Bilder an den Wänden, es hatte keine Fenster, es war nur der Schreibtisch. Und der gesprochen hat. Und wo ich das Tor sah, bin ich wieder erwacht. Ging es wieder zurück. Und das blieb dann, dieses Zustand blieb ziemlich lange. Ich musste dann... Also diese Angst. Ja, es war schreckliche Angst. Noch einmal zurück zu dieser Nahtoderfahrung. Dieser Mann saß am Schreibtisch und hat ihnen alles erzählt, das sie falsch gemacht hatten oder Es war im Prinzip wie ein Rückblick auf mein Leben. Es lief wie ein Film ab. Alles, es waren natürlich auch gute Erfahrungen drin. Ich habe da sicher das nochmal gesehen, wo ich da am Teich gesehen habe. Solche Erfahrungen waren auch drin. Aber die für mich dazu mal am schlimmsten waren die negativen Sachen, die ich gemacht habe. Aber hat diese Person Ihnen direkt Vorwürfe gemacht oder wie muss man sich das vorstellen? Diese Person hat komplett ruhig gewirkt, komplett ruhig gesprochen, eigentlich in Liebe. Die Angst war einfach bei Ihnen oder die Person war nicht bedrohlich? Ich hatte Angst, die Person war eigentlich gar nicht bedrohlich. Aber ich hatte Angst wegen dem, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, was nachher kommt. Und wie sah diese Person aus? Ja, es war nicht so die Jesus-Figur oder die man so kennt oder die Engelsfiguren, sondern es war ein geringer Mann. Ich weiß noch, er hatte Sonnensprossen und so ein ganz lustiges Lächeln auf dem Gesicht, so ein befreiendes Lächeln. Ich habe das dann später auch wieder bei diversen Menschen gesehen, dieses Lächeln. Diese Person, war eher klein, habe ich sie verstanden. Klein, gering, ja. Also gering, was heißt gering? Ja, sie war etwa, ich glaube, wenn sie stehen würde sie mir vielleicht bis zur Brust reichen. Und war es eine
männliche oder weibliche Person? Das war eine männliche Person, Männliche Person. mit sogar Sommersprossen. Sommersprossen. Ja, Also Sie haben sie noch deutlich in Erinnerung. ja, ja. Aber kann man es so verstehen, dass es quasi wie eine Lebenszwischenbilanz war, die da gezogen wurde, im gewissen Sinne? Also heute weiß ich, dass das so war. Wo ich drin stand, dann habe ich gedacht, es sei das Ende. Als Sie da in das dunkle Loch stürzten oder fielen, wie haben Sie das erlebt und wie kamen Sie wieder zurück? Also der Fall in dieses Loch, es war ja voll Feuer und rotes Licht und hat sich gedreht. Und als ich zurückkam, bin ich einfach wieder zurück gewesen. Es war einfach die Farbe, aber für Sie nicht schmerzhaft. Es war nicht schmerzhaft, aber ein totales Gefühl der Ungewissheit. Der Ungewissheit und der Angst, was ich ja vorher durch den Spitzensport eigentlich nicht mehr gekannt habe. Weil es hat alles, was ich gemacht habe vorher in diesem Sport, habe ich gemerkt, das nützt mir alles nichts. Und als Sie wieder zurückkamen, wie ging es für Sie weiter? Das war dann die schlimmste Zeit von meinem Leben. Ich hatte Angstzustände, Angstschübe. Ich hatte aber auch in dem Ganzen Entzückungen. Es konnte sein, dass mir jemand entgegengelaufen ist und ich fühlte den, dass da mit dem etwas ganz Schönes in ihm drin ist. Dann gab es aber auch wieder diese Finsternis, die ich bei vielen sah. Und das Schlimme war, wenn jemand in meiner Nähe war und geflucht hat, hat mich das wie ein Blitz, wie ein Schlag ins Herz getroffen. Ich konnte von diesem Moment nicht mehr fluchen. Ich konnte auch die anderen Sachen, die ich gemacht habe, nicht mehr machen. Ich habe dann später, kam ich ja dann in eine psychosomatische Klinik, habe mich da einweisen lassen durch den Arzt, habe gedacht, ja, die können dir schon helfen, dass du da rauskommst. Ich war 3 Monate da. Es hat alles nichts gebracht. Die Angst ist geblieben. In dieser Klinik wurde mir ganz klar verboten, irgendeine Bibel in die Hand zu nehmen oder irgendein Buch von dieser Spitzensport, den ich gemacht habe, von dieser buddhistischen Religion. Ich durfte nichts mehr so in die Hand nehmen oder lesen. Ich kam dann da raus, habe wieder angefangen zu arbeiten. Die Ärzte haben mir gesagt, ich werde ein lebenslanger Pflegefall sein. Das hat mir am meisten wehgetan. Das Einzige, was gebracht hat, ich konnte da wieder schlafen, wenn ich ganz viel Baldrian-Tropfen nahm mit Zucker gemischt. Also ich konnte wieder schlafen, habe dann wieder angefangen zu arbeiten und habe das gemacht, was die Ärzte gesagt haben, bin dann wieder zurück in den Spitzensport. Dieser Klinikaufenthalt, war das vor allem die Nachwirkung der Vergiftung oder war es mehr eher die Angst, die Sie da hatten? Es war auf der einen Seite die große Angst und mein Körper funktionierte nicht mehr richtig. Also ich hatte Atemstörungen. Ich hörte einfach auf zu atmen, zum Beispiel, wenn ich einschlief. Mein Herz war nicht mehr das Gleiche, es funktionierte auch nicht mehr richtig. Mein Gehör funktionierte nicht mehr richtig. Ich hörte immer ein ganz starkes Rauschen und Surren in den Ohren. Mein Sehvermögen war auch nicht mehr das Gleiche.
Es hat sich viel geändert. Sie erlebten später noch einmal eine Nahtoderfahrung. Ja, das war in dieser Zeit von der großen Angst nach der Klinik, fing ich an zu suchen, weil meine Großmütter haben mir mal erzählt, dass es gläubige Menschen gibt. Und ich fing das an zu suchen, zuerst bei den Pfarrern, reformierte, katholische, und suchte und habe das eigentlich nicht gefunden, was ich gesucht habe. Habe dann durch einen Arzt, den ich besucht hatte, der hat gesagt, ja, ich soll mir doch einen Hund zutun. Ging dann in Hundekurse, lernte, es war dann noch richtig militärischer Drill früher in diesen Hundekursen. Das hat mir sehr gut getan. Und auch meine Gedanken abgelenkt. Ich lernte da einen Mann kennen, einen Leiter von einem Altersheim. Bin dann nach dem Kurs mit ihm in den Ausgang und habe recht viel getrunken gehabt. Und mit dem Alkohol habe ich ihm dann das erzählt, was ich erlebt habe. Und der sagte dann, du, ich weiß, was du erlebt hast, ich kenne das. Aber mehr sagte er nicht. Und sagte dann, ich soll ihn mal besuchen. Und dann wieder eines Nachts, als ich wieder einschlief, fiel ich wieder durch dieses Loch hindurch und kam auf der anderen Seite heraus. Da war alles dunkel, aber es war ein wunderschöner, heller Vorhang. Man sah das Ende nicht. Und hinter diesem Vorhang war alles Licht. So ein Licht, golden, leuchtend. Und ich ging zu diesem Vorhang und spürte eine so große Geborgenheit hinter diesem Vorhang. Aber ich kam nicht hindurch. Da sind 3 Personen wieder in diesem Licht auf mich zugekommen. Von denen sah ich kein Gesicht. Ich sah auch nicht, ob es Männer oder Frauen waren. Aber das, was sie zu mir gesagt haben, war Folgendes. Sie haben gesagt, Daniel, es ist noch zu früh für dich. Du kannst noch nicht zu uns rüberkommen. Und ich habe gemerkt, da drüben war so eine große Geborgenheit, so eine Liebe und was ganz interessant, es war da überhaupt keine Angst mehr da drüben. Und sie haben dann gesagt, ich dürfe jetzt an diesem Licht bleiben. Dann war es weg und ich bin wieder zurückgekommen. Später, viele Jahre später, wusste ich dann, was passiert ist, weil ich hatte immer noch aufgehört zu atmen. Wenn ich eingeschlafen habe. Ja. Heute habe ich eine Maschine, die diese Funktion übernommen hat. Dann haben Sie durch diesen Atemstillstand wieder diese Nahtoderfahrung erlebt. Ja. Und heute habe ich eine Maschine, die dann sofort einen Luftstoß gibt. Ich habe nie geschnarchelt und sind die Ärzte gar nie darauf gekommen, dass das so etwas sein könnte. Und seitdem habe ich diese Maschine und seitdem habe ich keine solche Erfahrungen mehr gemacht. Aber nach dieser Erfahrung wusste ich, was ich machen musste. Und dieser Mann, der hat mir dann das gesagt. Und von diesem Moment her, wo ich das gemacht habe, was sie mir da gesagt haben, hat sich mein ganzes Leben, meine ganze berufliche Karriere, meine Sportkarriere, alles auf den Kopf gestellt.
Das Geld bedeutete mir nichts mehr. Die sportliche Karriere bedeutete mir nichts mehr. Auch die berufliche Karriere bedeutete mir nichts mehr. Ich wollte eigentlich nur später hinter diesen Vorhang. Das war mein ganzes Ziel. Es war natürlich auch so, dass ich alles verloren habe. Meine Freunde, meine Frau zuerst, die erste Frau, dann später dann auch meine Kinder, mein Beruf. Und es war dann immer so, dass ich merkte, dass mein Leben wie geführt war. Mein Beruf habe ich verloren, meine Beamtenstelle habe ich verloren. Dafür lernte ich Menschen kennen, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht im Leitungsteam arbeiten könnte bei ihnen in einem Männerheim. Haben diese Nahtoderfahrungen dazu geführt, dass Sie von einem Leben nach dem Tod überzeugt sind? Ich glaube heute an ein Leben nach dem Tod. Und das ist auch meine Hoffnung, weil ich da diese große Liebe erfahren habe. Und mein Bedürfnis war ja am Anfang, dass ich das alles allen Menschen erzähle. Allen meinen Freunden konnte nicht verstehen, dass sie nicht auch das empfinden, was ich erlebt habe. Und ich wollte ja sie einmal bei mir haben. Aber sie konnten das nicht verstehen. Heute weiß ich auch wieso. Es sind dann zum Teil Freunde wieder zurückgekommen, die schwere Unfälle gehabt haben und die wieder wie durch ein Wunder wieder zurückkamen. Es sind auch, meine Kinder sind plötzlich wieder da gewesen, auch durch große Schicksalsschläge haben sie mich dann angefangen zu verstehen. Und das Schönste war, ich habe wieder eine Frau kennengelernt. Und so eine Frau, wie ich eigentlich früher gedacht habe, dass ich nie bekomme. Aber ich wusste, dass mein Vater an ihr sehr Freude gehabt hätte. Meine Mutter hatte nicht so Freude an ihr. Sie hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass jemand so glücklich ist, wie meine Frau das immer ist. Ja, und das ist jetzt schon 24 Jahre her. Herr Wirtz, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke vielmals.